So, hier rechts liegt noch irgendwo vom Niki Lauda sein rechtes Ohr. Das kann ich jetzt nicht aufklappen. Das heißt, wir bremsen Bergwerk an, bevor die ewig lange Bergaufpassage. Warum? Ausgang wichtig, hier Stoff. Hallo, ich bin der Georg Silbermeier und ich soll für die alpenländischen Teilnehmer hier mal eine Runde auf der Nordschleife in der Grünen Hölle kommentieren. Das versuche ich jetzt mal. Wir sind hier bei der Scuderia S7, haben einen zweiten sonnigen Tag hier in der Eifel und versuchen mal die Ausfahrt zu finden. Herrlichstes Eifelwetter. Rettungsdienste zu sehen, E-Unit, Streckensicherung, Rotes Kreuz, also alle vorbereitet, inklusive Abschleppwagen. So, jetzt schauen wir, ob hinten was kommt. Es geht. Das ist also das Ende der Döttinger Höhe, wo gleichzeitig die Einfahrt zur Nordschleife ist. Hier Antoniusbuche unter der Brücke durch, kommt man normalerweise mit sehr hoher Geschwindigkeit an, hat Angst vor dieser Kompression. In diesem Fall nicht, weil wir Gott sei Dank eingebremst werden. So, letzte Kurvenkombination, bevor es dann entweder auf die Grand Prix Strecke oder raus auf die Nordschleife geht. Danke, Kollege. Wir wählen die Nordschleife. So. Hier werden wir dann von links von der Grand Prix Strecke kommen und beginnen hier auf der Nordschleife mit der Sabine-Schmitz-Kurve. Wunderbare Passage zum Aufwärmen mit einer leicht hängenden Rechtskurve beim Kilometer 2 Schild leicht anbremsen, stabilisieren und dann geht es rein nach Hatzenbach. Hatzenbach, einmal anbremsen, kurz lösen, stabilisieren und versuchen in einem schönen Rhythmus durch das Geschlängel zu tanzen. Diesen Curve rechts ganz leicht mitnehmen, dann wird es am Ausgang leichter. Hocheichen aufpassen, hier ist es noch feucht, heute Nacht hat es Regen gegeben. Ausgang ganz wichtig. Eingang ist egal, Ausgang soll schnell sein. So, eine schnelle Passage über die Brücke. Kleiner Sprunghügel, vorher kurz antippen. Danach stabilisieren und jetzt in die Doppelrechts zum Flugplatz. Hier, man kann sehen, die Strecke ist noch feucht. Also leichte Vorsicht walten lassen. Schnelles Stück im Anflug auf das Schwellenkreuz. Hier bleiben wir im rechten Teil der Straße. Gerade drüber, anbremsen und rein ins Schwellenkreuz. Rechtzeitig bremsen, hier Strecke noch nass. Ups. Wunderbar, durch die Brücke und in die Fuchsröhre. Herrlich. Hier haben sie uns eine neue Autobahn asphaltiert. Das war früher etwas holpriger. In der Kompression ist noch leicht feucht, das heißt, wir gehen ein bisschen langsamer an, hier einen Meter Abstand lassen. Hier wurde uns leider der linke Curb genommen, den haben sie zu hoch gebaut, den kann man immer mitnehmen. Adenauer Forst, herrliche Kombination. Berühmt aus Film und Fernsehen mit allen Überschlägen. Schöne Passage bei Sonnenschein. So, hier geht es weiter nach Metzgersfeld, eine sehr unangenehme Passage zum Anbremsen, weil man nicht genau weiß, wo ist man, stabilisieren, lenken ein, und dann für unser Auto. Okay. So, jetzt kann die Bergabpassage beginnen.
drinnen den Kahlen hat. So, wunderbar, einmal kurz antippen. Schwierige Passage, die links geht gut. Jetzt kommt die dreifach rechts mit außen, innen, außen, wie wir es gelernt haben. Schwierig. Wehrseifen, herrlich, langsame Passage, da kann man es krachen lassen. Wichtig hier der Ausgang. Diese letzte rechts muss schnell sein. Mit vernünftiger Geschwindigkeit im Breitscheid an. Hier haben wir einen Schweizer bei uns. Lassen wir mal überleben. Breitscheidbrücke. Hier am Ausgang aufpassen. X-Mühle passiert auch gern was. Danke. So, hier rechts liegt noch irgendwo vom Niki Lauda sein rechtes Ohr. Das kann ich jetzt nicht aufglauben. Das heißt, wir bremsen Bergwerk an, bevor die ewig lange Bergaufpassage. Darum, Ausgang wichtig, hier Stoff. Geschwindigkeit irgendwo detonieren, ganz weit raus, herrlich. Ein Bogen über die Kuppe blind, links anfahren, kurz antippen. So, und jetzt brauchen wir eine Gerade zum Anbremsen, darum fahren wir es von rechts an. Schnellstrecke. So, jetzt kommen wir Anfahrt Karussell. Hier sollte man, bevor man auf die Rattersteine hier kommt, den Bremsvorgang abgeschlossen haben. Sonst blockieren die Räder und Ausfahrt wichtig, nicht zu früh, sonst überholt einen das eigene Heck. Was wollen wir? Hier kommt man wieder zur Brettergrenze. So, jetzt mache ich mal. Ui, Schnee, Regen, hier kann alles passieren. Hohe 8 ist die höchste Stelle. Da hat man auch gerne mal Schneefall bei 24 Stunden. Ewigshöhe, so machen wir jetzt aus diesen zwei Kurven eine. Kurz antippen und dann rechts brutal über die Curbs, damit wir am Ende keine Hecke verflüssigen. Jetzt die Frisur richten. Nach Eschbach kommt das Bäumchen. Die Passage, wo die meisten Zuseher am Ring stehen. Jetzt kampeln und schneuzen und du möglichst nicht auf die Rattersteine links, sonst gibt es keinen Applaus. Okay, wir fahren Richtung Eiskurve. Hängt gefühlsmäßig ein wenig, ist aber eine wichtige Kurve, vor allem weil dann geht es bergab in die unangenehme, nicht einsehbare links vor Pflanzgarten. So, ein kleiner Sprung, kurz vor Anbremsen, fliegen, stabilisieren und ein Lenkrad, einen Schlag für die Doppel rechts. Und hier fahren wir den Sprunghügel ganz rechts an, auf die 174 zu, bevor es bergab geht. So, was heißt hier? Bellofliss oder so. Eine sehr schnelle, holprige Passage. So, was haben wir hier? Hier haben wir eine Bremszone, wo man absolut nie weiß, wo man hier bremsen soll. Es ist eine Bremszone, bevor es in den Schwalbenschwanz geht. Ausgang ist wichtig, der sollte schnell sein. Und dann haben wir das nächste Karussell, da springen wir von außen rein. Und spät raus, nicht zu früh, sonst haben wir das gleiche Problem. Also das eigene Heck wiederholen.
Also, letzte Kurve, Galgenkopf. Absetzpunkt beim 186er Schild. Wichtig, wenn wir dann die ganze Geschwindigkeit auf die Töttinger Höhe mitnehmen. Naja, das war die Runde. Kurz nur Radesport. Das ist die Töttinger Höhe. Da ballert man normale Bus zum Schluss. Wir werden aber die Strecke wieder verlassen. Es war mir ein Volksfest bei Kaiserwetter, euch die Nordschleife näher bringen zu dürfen. Das ist die Ausfahrt, da sollte man vielleicht die Geschwindigkeit ein bisschen reduzieren. Das machen wir natürlich. Und schon geht es wieder ins Fahrerlager und parkieren. Es war wunderbar, nicht ganz sauber, wenn der Kollege da steht, muss ich es gleich zugeben, aber es war sehr lustig, es war trocken und Kaiserwetter auf der Nordschleife, ein sehr seltenes Ereignis.